Hallo zu diesem Video, welches die folgenden Inhalte behandelt: Mikro-, Mild-, Voll- und Plug-in-Hybridfahrzeuge, Besonderheiten dieser Hybridfahrzeuge sowie auch die Vor- und Nachteile dieser Hybridfahrzeuge. Wie immer gilt, wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Meine Quelle in diesem Fall ist der Wikipedia-Artikel zu den Hybrid-Elektrokraftfahrzeugen und auch hier empfehle ich, die Internetseite mal zu besuchen, um weiterführende Informationen zu erhalten. Hybrid ist lateinisch und bedeutet von zweierlei Herkunft. Das ist erstmal die Begriffsklärung. Aber wie ihr hier seht, gibt es sehr viele unterschiedliche Begriffe bzw. Bezeichnungen, die unterschiedliche Formen der Hybridisierung beschreiben. Ich möchte mich nur auf die 4 Kategorien geordnet nach dem Anteil der elektrischen Leistung beziehen und diese entsprechend vorstellen. Mit Blick auf die Hybridtechnologie in diesem Video soll dann verständlicht werden, dass neben einem herkömmlichen Verbrennungsmotor ein zusätzlicher Antrieb in das Fahrzeug integriert ist. Dabei handelt es sich in der Regel um einen Elektromotor, der entsprechend mit Strom anstelle von Benzin oder Diesel betrieben wird. Wie bereits angesprochen, gibt es verschiedene Hybridisierungsgrade, das heißt verschiedene Möglichkeiten zur Kopplung von Verbrennungsmotor und Elektromotor und um somit einen geringeren oder höheren Grad der Elektrifizierung zu erreichen. Abhängig von diesem Hybridisierungsgrad entstehen dann unterschiedliche Ausprägungen, in welchem Maß der Elektromotor in den Vortrieb des Fahrzeugs eingreift bzw. dazu beiträgt. Und das Ziel soll entsprechend sein, den Kraftstoffverbrauch zu senken und somit dann die Emissionen zu reduzieren. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die unterschiedlichen Technologien der Hybridisierung. Auf diesem Bild sieht man, wie eine Achse durch das Getriebe, welches wiederum mit dem Motor verbunden ist, dann angetrieben wird. Der Starter oder auch Startergenerator wird über den Verbrennungsmotor angetrieben und die Leistungselektronik übernimmt die Aufgabe der Steuerung des Energieflusses. So, und kommen wir jetzt hier auch schon wieder zur ersten Ausnahme von dieser Regel. Dass ein zweiter Antrieb verbaut ist, ist hier jetzt nicht der Fall. Das heißt, die nicht ganz korrekte Bezeichnung Mikrohybrid beschreibt die einfachste Form der Hybridisierung. Hier ist kein zweiter elektrischer Antrieb verbaut. Dennoch zählt dieser zu den Hybriden und die meisten neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor fallen bereits in diese Kategorie, da es sich hierbei lediglich um eine zusätzliche Start-Stopp-Funktion handelt. Das heißt, der Motor wird in Wartephasen, zum Beispiel an der Ampel oder im Stau, automatisch ab- und wieder angestellt. Das geschieht zum einen durch das Anhalten, der Motor geht dann aus, und das darauffolgende Loslassen oder Lösen des Bremspedals. Der Motor springt dann wieder an. Das kann dann durch den Starter oder über einen Startergenerator geschehen. Der Vorteil soll auch hier der reduzierte CO2-Ausstoß und dadurch ein geringes Kraftstoffeinsparpotenzial von aber nur wenigen Prozenten sein. Möglich ist auch das Laden der Starterbatterie durch die Bremsrückgewinnung, Rekuperation. Allerdings muss man sagen, ist dieser Effekt in einem 12-Volt-Bordnetz sehr gering. Und hier gibt es also Fahrzeuge, die eine Bordnetzspannung von 48 Volt haben und das verbessert den Grad der Energierückgewinnung dann ganz erheblich, sehr deutlich. Ja, oft wird hier dann auch über den Nachteil dieser Start-Stopp-Funktion gesprochen, da durch das häufige Anlaufen vielleicht ein höherer Verschleiß an der Kurbelwelle und am Starter erwartet wird. Und wie groß diese Auswirkung einer Start-Stopp-Funktion auf die Lebensdauer eines Motors ist, werden die nächsten Jahre dann zeigen, beziehungsweise hier würde ich erwarten, dass die Hersteller solche Probleme vielleicht nur bei der ersten Generation dieser Fahrzeuge hatten und entsprechend das bei der Fahrzeugentwicklung berücksichtigt wird.
Generell möchte ich hier auch noch ergänzen, dass die Hybridisierung von Fahrzeugen absolut nicht neu ist, ja, und schon im Jahr 1902 durch Lohner Porsche stattgefunden hat. Dabei handelt es sich um das Hybridfahrzeug also mit einem Verbrennungsmotor und zwei Radnabenmotoren, die jeweils mit 1,5 Kilowatt zum Betrieb beigetragen haben. Ja, Mildhybride ist dann die nächste Kategorie und auch die beinhalten eine automatische Start-Stopp-Funktion sowie die angesprochene Bremsrekuperation, allerdings mit einer deutlichen Leistungsverbesserung gegenüber den Mikrohybriden aufgrund den zusätzlich unterstützenden Elektromotors, den man hier sieht. Hier sieht man dann, wie die Achse durch das Getriebe, welches wiederum mit dem Verbrennungs- und Elektromotor verbunden ist, angetrieben wird. Entsprechend besteht nur zwischen Getriebe und Verbrennungsmotor, Elektromotor eine mechanische Unterbrechung. Ja, Verbesserungen in der Leistung ermöglichen ein sogenanntes Boosten. Das heißt, bei dem wird dann der Verbrennungsmotor und der Elektromotor so genutzt, dass sie beide zusammen ein hohes Drehmoment an den Antrieb, an die angetriebene Achse abgeben. Ein reines elektrisches Fahren ist hier in der Regel nicht möglich. Der kinetische Energieüberschuss beim Bremsen oder Bergabfahren durch Rekuperation wird in den Batterien dann aufgefangen. Die gespeicherte Energie wird beim langsamen Fahren in der Stadt per Elektroantrieb oder beim vollen Beschleunigen dann zusätzlich wieder frei genutzt. Hier ist jetzt auch ein Akku, in der Regel ein Lithium-Ionen-Akku vorhanden und der ist dann auch ein wichtiger Bestandteil, denn hier wird die Energie gespeichert, die den Kraftstoff dann einsparen soll. Gleichzeitig kann der Motor über weitere Betriebszustände des Fahrzeugs mit verbrauchsgünstiger Drehzahl laufen. Ja, man spricht dann hier auch von einem optimalen Betriebspunkt des Verbrennungsmotors. Manchmal sagt man auch Bestpunkt. Ja, das wird dann ermöglicht durch einen 10 bis 15 Kilowatt starken Elektromotor. Die Betriebsspannung liegt hier auch natürlich deutlich über 12 Volt. Das heißt, hier haben wir so Regionen von 48 bis 150 Volt. Und der Energiegehalt des Speichers beträgt, also die Akkukapazität beträgt circa 1 Kilowattstunde. Aber natürlich, ja, muss man sagen, hier gilt, dass der genutzte Strom natürlich mit in die Verbrauchsrechnung dann auch einbezogen werden muss. Der Vorteil hier ist dann die aber jetzt spürbare Verbrauchsabsenkung und die wird mit circa 15% angegeben. Allerdings stehen Nachteile wie Platzbedarf für diese ganze Peripherie der Elektronik sowie deren Gewicht natürlich diesem Vorteil entgegen. Beispiele für solch angetriebene Fahrzeuge wären zum Beispiel der Honda Civic Hybrid, der Smart Fortwo MHD oder der Honda Insight ab 2009. Schauen wir mal auf den Vollhybrid. Der Vollhybrid ermöglicht jetzt, dass Verbrennungs- und Elektromotor einzeln oder durch mechanische Kopplung auch gemeinsam arbeiten können. Also wir sehen, dass eine mechanische Kopplung zum Elektromotor möglich ist und wir sehen, dass eine mechanische Kopplung zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor auch möglich ist. Dadurch kann dann der Verbrennungsmotor wesentlich kleiner auch ausfallen und somit dann auch sparsamer betrieben werden. Auch hier kann beim Bebremsen wieder frei werdende kinetische Energie über den jetzt als Generator wirkenden Elektromotor zum Laden der Batterie herangezogen werden. Ja, also auch wieder die typische Rekuperation. Wenn jetzt beide Motoren gemeinsam arbeiten, dann addieren sich Leistung und Drehmoment. Da haben wir wieder eine Boost-Funktion. Diese Kombination verbindet dann aber den großen Vorteil des Elektromotors, weil der hat ja sein maximales Drehmoment schon bei niedrigen Drehzahlen und der Vorteil des Verbrennungsmotors ist ja, dass er bei hohen Drehzahlen seine maximale Leistung hat und diese Kombination wird dann eben verbunden.
Hier ist es jetzt so, dass auch rein elektrisches Fahren, allerdings nur auf kurzen Strecken, äh, möglich ist. Wenn wir jetzt den Elektromotor mal in eine Leistungsstufe einordnen, dann haben wir hier jetzt auch deutlich über 15 Kilowatt und die Hochvoltspannung liegt zwischen 150 und 270 Volt, je nachdem. Hier ist jetzt auch wieder der Energiegehalt, also die Akkukapazität des Speichers größer, nämlich ca. 5 Kilowattstunden. Und hier fällt der Vorteil jetzt auch größer aus, das heißt eine Verbrauchsabsenkung von Kraftstoff kann um ca. 30% erfolgen, was natürlich mit der Möglichkeit, kurze Strecken, also 10 Kilometer, vielleicht ein bisschen weniger, die elektrisch zu fahren, einhergeht. Die Nachteile sind natürlich hier auch wieder vorhanden, das heißt, wir haben hier zusätzliches Gewicht und auch Kosten. Als Ergänzung möchte ich hier noch einbringen, dass hier abgebildet ein Parallelhybrid zu sehen ist und diese Variante ermöglicht das rein elektrische Fahren durch diese zweite Kupplung. Es gibt auch einen sogenannten seriellen Vollhybrid. Hier gibt es keine mechanische Verbindung und der Verbrennungsmotor agiert dann als Generator zur Stromerzeugung. Kennt man auch unter dem Begriff Range Extender, so wie es zum Beispiel im Opel Ampera der ersten Generation Einzug gefunden hat. Schauen wir uns die letzte Variante ab. Der hier jetzt abgebildete Plug-in-Hybrid ist eine Weiterentwicklung des Vollhybrid-Konzepts, bei der die Hochvoltbatterie vorrangig aus der 230 Volt oder auf 400 Volt Steckdose oder Ladesäule geladen werden sollte. Daher der Name also auch Plug-in von Einstecken, hier dann dargestellt mit dem Stecker. Die Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge sollen die Vorteile von Verbrennungsmotor und Batteriefahrzeugen verbinden, also rein elektrisch fahrende Batteriefahrzeuge, wobei hier die Betonung auf sollen liegt. Primär sollte die Hochvoltbatterie bei normalen Hybridfahrzeugen durch Rekuperation oder an den Ladesäulen dann auch aufgeladen werden und nur in Ausnahmesituationen ist ein Aufladen durch den Verbrennungsmotor möglich bzw. sollte nur in Ausnahmesituationen angestrebt werden. Das ist nämlich definitiv nicht sinnvoll. Auch der reine Betrieb durch den Verbrennungsmotor ist ökologisch nicht sinnvoll. Ja, weil das Gewicht des Elektroantriebs ja immer mit befördert wird und entsprechend, wenn man so ein Fahrzeug hat, sollte man auf einen ausgewogenen Betrieb zwischen Elektrofahrweise und Verbrennungsmotor achten. Mit der höheren Kapazität der Hochvoltbatterie steigt dann auch die elektrische Reichweite, sodass Plug-in-Hybridfahrzeuge auch längere Strecken ausschließlich mit elektrischem Antrieb zurücklegen können. Hier sind wir bei ca. 50 Kilometer plus minus. Und wenn jetzt hier der Ladezustand der Hochvoltbatterie unter einen definierten Wert abfällt, dann ist der Antrieb über den Verbrennungsmotor gewährleistet. Und das ist ja auch, was viele Interessierte momentan von einem rein elektrischen Fahrzeug abhält, denn diese Reichweitenangst muss man mit diesem Plug-in-Hybriden nicht haben. Hier seht ihr jetzt abschließend eine Matrix, in der diese wesentlichen Unterscheidungsmerkmale der 4 Varianten nochmal aufgeführt sind. Ich bedanke mich, wenn ihr bis hierhin gefolgt seid und ja, wie bereits gesagt, solltet ihr Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann freue ich mich, wenn ihr dieses entsprechend in die Kommentare schreibt.